Wie du Werbung kennzeichnen solltest, ohne rechtliche Probleme zu kriegen. Hi, mein Name ist Sarah und du befindest dich auf dem Kanal Boilman Law. Auf diesem Kanal besprechen wir rechtliche Themen im Bereich Marketing und finden Lösungen für Probleme, die du vielleicht hast. Falls du uns bis jetzt noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dies zu tun. Hier unten findest du den Abo-Button. Einmal draufklicken, ich würde mich sehr darüber freuen. Das heutige Thema wird sein Werbung kennzeichnen, also Werbekennzeichnung auf Instagram oder YouTube oder anderen sozialen Medien. Schwierig ist dieses Thema, wirklich, wirklich unfassbar schwierig, da wir aktuelle Rechtsprechungen haben, wir haben unterschiedliche Urteile und in allen Bundesländern wird gerade das Thema anders behandelt. Große Fälle, die es gab, waren einmal der Fall Kathi Hummels und der Fall mit der Influencerin Vroni Frost. Wir verlinken euch hier ein paar Beiträge, die ihr dazu lesen könnt, die für euch interessant sein könnt. Also, Werbung muss auf sozialen Medien gekennzeichnet werden. Klingt eigentlich logisch, oder? Aber was ist denn jetzt genau Werbung? Werbung wird definiert. Die Definition von Werbung findet man einmal im UWG, im TMG und in der EU-Datenschutzverordnung. Ich werde hier nochmal einen Paragraphen unten in der Bio einfügen, was genau Werbung ist. Wenn ich das jetzt komplett mit euch durchdefiniere, dann sitzen wir hier noch bis morgen. Also, jeder weiß ungefähr, was Werbung ist. Wenn ich im Fernsehen Werbung gucke, dann weiß ich ja auch, dass es ein Werbespot ist. So sollte es eigentlich auch auf den sozialen Medien sein. Aber das Schwierige ist, wenn ich jetzt ein Produkt in die Kamera halte, muss ich das schon als Werbung kennzeichnen? Aha, also, wenn ich als Privatperson auf meinem Instagram-Channel über Produkte rede und es nicht unbedingt den Background gibt, dass ich dafür bezahlt worden bin, dann ist das ein bisschen umstritten. Es muss schon ersichtlich sein, dass dein Kanal einen kommerziellen Background hat. Das heißt, wenn du vorher noch nie irgendwas gemacht hast in dieser Richtung und einmal ein Produkt vorstellst, was du denkst, was heißt vorstellst, von einem Produkt überzeugt bist und es vielleicht weiterempfehlen willst, dann ist das ein bisschen schwierig mit der Kennzeichnung. Natürlich kannst du zur Absicherung alles kennzeichnen, was du hast, aber nicht jeder muss sofort alles kennzeichnen. Auch vor allem nicht, wenn du nur 10 Follower auf Instagram hast. Aber nehmen wir uns mal jetzt die großen Influencer an. Sobald ein Posting gesponsert ist, das heißt, du hast dafür Geld bekommen oder im Gegenzug Ware für dieses Posting, dann solltest du deinen Beitrag als Werbung kennzeichnen. Sowohl in deiner Story als auch im Feed-Post. Was ist, wenn du jetzt aber ein Produkt hast, was du super toll findest? Dann kommt es natürlich wirklich auf deinen Background an. Wenn du auf deinem Kanal schon zigmal Werbung gepostet hast, dann solltest du auch diesen Beitrag als Werbung kennzeichnen. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, sobald du einen Instagram-Kanal von dieser Marke verlinkst, solltest du es 100%ig als Werbung markieren. Denn es ist nicht ersichtlich für die Leute, die dir folgen, dass dieser Beitrag jetzt bezahlt ist oder nicht. Aber wenn du diese Marke gekennzeichnet hast, dann gehen die Leute davon aus, dass du dafür bezahlt worden bist. Auch wenn du es umsonst machst und es umsonst Werbung ist. Aber es geht trotzdem darum, dass es Werbung ist. Also, am besten alle Beiträge, wenn du ein großer Influencer bist oder sagen wir mal schon 1000 Follower hast, solltest du schon darauf achten, was du genau postest und wie du es kennzeichnest. Wann ist denn dein Posting keine Werbung? Klar kann man da differenzieren, vor allem wenn du von alltäglichen Dingen sprichst. Also wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich Kaffee ganz gerne trinke und heute den Jakobskaffee trinke, dann hat das ja keinen bestimmten Grund. Ich habe es nur kurz angemerkt, also privat. Dann musst du nicht unbedingt diesen Beitrag als Werbung kennzeichnen. Oder du bist gerade unterwegs und in dem Hotel, in dem du dich befindest, ist im Hintergrund zu sehen, dass du in diesem Hotel bist. Auch dann musst du nicht unbedingt diesen Beitrag als Werbung kennzeichnen. Also, es muss schon der kommerzielle Hintergrund ersichtlich sein. Wenn du redaktionelle oder journalistische Arbeit machst und jetzt zum Beispiel auf ein großes Magazin verlinkst, auch dann musst du nicht unbedingt dieses als Werbung kennzeichnen. Wenn du es trotzdem tust, umso besser. Aber nicht alles muss als Werbung gekennzeichnet werden. Du darfst dich natürlich auch jederzeit kritisch über Produkte äußern. Das heißt ja nicht unbedingt, dass das Werbung für eine Marke ist. Ich finde es immer sehr witzig, wenn ich von Leuten höre, dass sie angegangen werden oder dass sie
von Nutzern E-Mails bekommen haben, dass sie unbedingt diesen Beitrag noch als Werbung kennzeichnen sollen. Wenn ich mich negativ über etwas äußere, dann ist das doch nicht automatisch Werbung für diese Marke. Auch die Gerichte sehen das so. Also macht euch bei kritischer Äußerung nicht unbedingt Gedanken. Insgesamt ist dabei zu berücksichtigen, dass man den Gesamtumfang sehen muss. Wie groß ist dein Kanal? Was machst du eigentlich immer auf deinem Kanal? Bist du schon ein Influencer? Hast du schon Produkte beworben? Dann sollte man da klar differenzieren. Denn wer schon einmal Werbung gemacht hat, der wird vielleicht beim zweiten Mal auch Werbung machen. Und wenn du wie eine Kathi Hummels regelmäßig Werbung gemacht hast, dann sollte jedem bewusst sein, der auf deinem Instagram-Account ist, dass du dafür stehst, Werbung für andere Marken zu machen. Trotzdem solltest du dabei berücksichtigen, diese Werbung zu kennzeichnen. Die Abmahnungswelle ist groß. Natürlich versuchen die Leute, dich abzumahnen, um dich ein bisschen einzuschüchtern. Aber geh dieses Risiko doch erst gar nicht ein. Jetzt bist du ein Unternehmen und arbeitest mit Influencern zusammen und du hast ein bisschen Angst oder du hast schon eine Abmahnung bekommen. Wie das genau bei Unternehmen aussieht, das besprechen wir jetzt. Wir haben Kunden, die einen Social-Media-Auftritt haben. Letztens wurde ich von einem Kunden gefragt, ob er zwingend notwendig diese Beiträge, die er auf seinem Instagram-Kanal postet, als Werbung kennzeichnen muss. Nein. Jeder Follower, der bei Instagram auf deiner Marke landet, dem sollte bewusst sein, dass es sich dabei um ein Unternehmen handelt. Du musst also nicht als Unternehmen deine Postings als Werbung kennzeichnen. Anders ist es, wenn der Geschäftsführer des Unternehmens auf seinem privaten Kanal mit 16.000 Followern anfängt, über seine Produkte zu sprechen. Der sollte darauf achten, diese als Werbung zu kennzeichnen. Denn den Followern ist ja nicht bewusst, dass er vielleicht Geschäftsführer von dieser Marke ist. Aber allgemein ist zu sagen, don't worry, be happy. Du kannst ruhig Produkte vermarkten auf deinem Kanal. Du bist jetzt also Unternehmen und willst mit Influencern zusammenarbeiten, hast aber Angst vor den Abmahnungen oder du hast eine Abmahnung bekommen. Ganz so einfach ist es dann nicht, dass die Unternehmen direkt angegangen werden. Immerhin briefst du diese Influencer. Meistens wirst du dich vertraglich sogar absichern. Dabei ist wirklich wichtig, dass du in den Vertrag aufnimmst, dass die Influencer verpflichtet sind, ihre Werbepostings als Werbung zu kennzeichnen. Manchmal ist es sogar hilfreich, genau zu sagen, wie sie Werbung kennzeichnen sollen, denn viele wissen gar nicht, wie richtige Kennzeichnung funktioniert. Die Medienanstalten haben dafür einen Leitfaden erstellt. Ich verlinke den hier unten. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, wie die das machen, aber als Leitfaden ist dieser sehr hilfreich. So, wie markiert man denn jetzt eigentlich richtig? Also, ganz wichtig ist, dass der Begriff Werbung oder Anzeige am Anfang des Postings landet, nicht erst mittendrin oder am Ende. Sowohl in der Story als auch im Feed-Post. Reicht es denn auch, Hashtags zu benutzen? Da kann ich ein klares Nein aussprechen, denn Hashtags sind meistens ja erst am Ende und ein Hashtag alleine sagt ja noch nicht so viel aus. Viele benutzen zum Beispiel den Hashtag Ad oder Sponsored. Das ist ein bisschen schwierig. Lieber solltet ihr kennzeichnen Werbung am Anfang oder Anzeige, um euch abzusichern. Vor allem englische Begriffe sollten dabei vermieden werden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Falls ihr Feedback oder Rückfragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr das hier unten in den Kommentaren jederzeit tun. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und wir sehen uns das nächste Mal auf dem Kanal Boy und Man Law. Vielen Dank, ciao!